Seit 6 Jahren tüfteln wir jetzt schon vom Verein Paper Planes an der Idee der Radbahn. Und heute, zum Tag des Städtebaus, möchte ich euch mit auf eine Zeitreise nehmen. Kommt mit dazu! Am Nollendorfplatz eingestiegen, Zwischenstation Park am Gleisdreieck. Denn genau hier seht ihr es, rollt die U1 auf 6 Metern Höhen quasi quer durch Berlin. Und diese Idee zu dem Viadukt, die kam Werner Siemens bereits vor 120 Jahren. Denn seinerzeit galt es, ein Verkehrsproblem zu lösen. Berlin wuchs rasant an, hatte fast 4 Millionen Einwohner und musste mit dem Raum Erdgeschoss klarkommen. Zu wenig Platz. Und so hatte man alles aufgeständert und hat aber dennoch zunächst nicht inmitten der Stadt, sondern an der Randlage agiert. Und zwar entlang der Akzisemauer. Heute sieht es leider ganz anders aus. Der Raum, gedacht als freier, zugänglicher Raum, ist zugeparkt von Autos, entlang von großen Autoschneisen. Und die Idee ist überhaupt gar nicht mehr sichtbar. Deswegen sind wir vor ungefähr 6 Jahren auf die Idee gekommen, diesen Raum zurückzugeben für viele der Bürger. Hatten zunächst die Idee einer Radbahn, ihr kennt sie ja vielleicht. Und bei dieser Radbahn ging es nicht nur darum, Radlern Raum zu geben, sondern, und ihr kennt vielleicht die Szene an der Möckernbrücke, den Möckern Beach, den Raum frei zu machen für alle möglichen Interessen der Leute von Berlin. Görlitzer Bahnhof, Ende der Zeitreise, Ankunft Gegenwart. Jetzt bringen wir das Projekt weg von der Vision, rauf auf die Straße. Als Reallabor Radbahn, dank der Förderung des Bundes und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen im Rahmen des Bundesprogramms Nationale Projekte des Städtebaus. Konkret verlassen wir die Gesamtstrecke und zoomen auf einen Abschnitt, wo wir die Radbahn in kleinerem Maßstab vorstellen. Was wir genau machen, ist, dass wir ein Testfeld bauen auf dem Abschnitt vom Görlitzer Bahnhof bis zum Cottbusser Tor. Hier machen wir die Radbahn für alle erfahrbar, wollen zeigen, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte und wie man eine neue Mobilitätskultur schaffen kann. Hi Matthias! Hallo Johanna! Du kommst genau zur richtigen Zeit. Erklär doch mal, was wir genau hier unter dem Hochbahnviadukt vorhaben. Tja, jetzt wird spannend, Johanna. Denn in diesem Punkt geht es darum zu testen, ob der Radweg in Mittellage überhaupt funktioniert. Wie man in die Mittellage hineinkommt, wie man rauskommt und das alles bei dem fließenden Verkehr. Ihr kennt den ja in Berlin. Und wie es das Wort Testfeld schon sagt, jetzt haben wir die Chance auszuprobieren, welcher Belag wirklich der beste ist für die RadfahrerInnen. Wie die Beleuchtung funktionieren muss, ob es eine Hecke darf, um einen akustischen Filter herzustellen. Und all das soll an dieser Stelle geschehen. Ja, letztendlich geht es darum, den Mehrwert des städtischen Raumes für alle zu zeigen. Der Raum ist breit genug, wir haben Platz für Kulturelles, soziale Veranstaltungen, all das, was den KiezbewohnerInnen hier zugutekommen könnte. Matthias meinte es ja schon, die Radbahn ist mehr als ein Fahrradweg. Insbesondere mehr als ein Fahrradschnellweg, mit dem wir in der Vergangenheit oft gleichgesetzt wurden. Das ist nicht unsere Intention und baulich auch gar nicht umsetzbar. Wir interpretieren die Radbahn als ein Fahrradpark. Nicht etwa, weil Bäume und Springbrunnen den Weg säumen, weil wir so einen Ort des Aufatmens inmitten des Stadtgewühls schaffen wollen. Menschen sollen entschleunigt von A nach B auf der Strecke hinter mir fahren und bewusst ihre Umgebung und ihre Mitmenschen wahrnehmen.
Tja, Johanna, um sich das Erzählte vorzustellen, bedarf es schon viel Fantasie. Und schau mal, eigentlich nur Autos, Dreck, Tauben und es ist auch noch laut. Ja, und passt eigentlich so gar nicht zu den bunten Kiezen, die hier angrenzen. Zusammen mit euch wollen wir nun herausfinden, wie die Gesamtstrecke der Radbahn aussehen kann. Ihr seid die wahren Expertinnen und Experten und wisst, was ihr vor eurer Haustür und in euren Kiezen braucht. Wir bieten euch deshalb in den Wochen und Monaten unterschiedliche Veranstaltungen und Bürgerbeteiligungsformate, um mit euch dort zusammen einen neuen Stadtraum zu entwickeln. Falls ihr bereits aber jetzt schon einen direkten Draht zu uns sucht, kommt doch einfach in unserer Online-Sprechstunde vorbei. Informationen dazu gibt es in der Videobeschreibung oder auf unserer Website. Tja, und hoffentlich sehen wir uns bald wieder mal, wenn möglich, hier in der Forsterstraße. Bis bald, wir freuen uns drauf. Macht's gut!